Und eines der Ziele der Bewusstseinskontrolle ist es, Menschen von Gott abzuwenden und sie glauben zu lassen, dass es keine übernatürliche Verbindung zu einer wohlwollenden Kraft gibt. Und das ist für mich ein eindeutiger Hinweis darauf, dass die Bewusstseinskontrolle etwas mit dem spirituellen Krieg, der tobt, zu tun hat. Schauen wir uns das mal an und werfen einen spirituellen Blick auf die Bewusstseinskontrolle. Die Dunkelheit hat Angst vor unserem kraftvollen Licht und unseren lichtvollen Handlungen. Also überlegen Sie seit vielen tausend Jahren, wie Sie unsere lichtvolle Kraft in Ihre dunklen Kanäle leiten können, ohne dass wir es bemerken. Oder noch besser, dass wir unsere manipulierten Handlungen für richtig und gut halten und dadurch unbemerkt mit unserem freien Willen die dunkle Seite bedienen. Also Anthony sagt, die gefallenen Engel wollen Gott stürzen und selbst das Himmelreich regieren. Da sie wissen, dass sie Gott nicht direkt besiegen können, nutzen sie Dämonen bzw. Derms, um auf der Erde so viel Aufruhr zu stiften, dass Gott gezwungen ist, immer mehr Engel aus dem Himmelreich abzuziehen, um hier zu helfen. Und damit hoffen sie, die Verteidigung von Gottes Raum so weit zu schwächen, dass sie ihn einnehmen können. AW sagt deutlich, dass es ihr Ziel ist, dass das aber nicht heißt, dass sie es erreichen werden. Die gefallenen Engel, die hier auf der Erde sind, arbeiten daran, aus möglichst vielen Seelen Dämonen zu machen, die hier auf der Erde im spirituellen Raum für sie arbeiten und für Chaos und Unruhe sorgen. Dämonen zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie keinerlei Mitgefühl für das Leben, für Kranke oder für Tiere haben. Es geht also darum, das Mitgefühl aus der menschlichen Seele zu vertreiben. Und auf globaler Ebene beeinflussen die gefallenen Engel und die Derms einflussreiche Menschen, um Katastrophen herbeizuführen, Infrastrukturen zu zerstören und Kriege anzuzetteln. Auch das wissen wir von AW. Auf persönlicher Ebene geht es um die persönlichen Emotionen und Absichten. Und Ziel der Dunkelheit ist es, Menschen durch Suggestionen zu Selbsthass, Hoffnungslosigkeit und Selbstsabotage zu treiben, um sie so weit zu brechen, dass sie einen Beitrag zur dunklen Seite der Gesellschaft leisten oder zumindest ihr Licht und ihre Hoffnung verlieren. Ein Grund für das Zeitalter der Beschleunigung, also des Quickening, in dem wir uns befinden, ist, dass die Anzahl der Dämonen immer mehr zunimmt. Aber wir wollen nicht vergessen, Quickening bedeutet eben nicht nur schnelles Tempo des Wandels, sondern der Begriff leitet sich von den ersten spürbaren Bewegungen eines Fötus im Mutterleib ab und steht daher nicht nur für Beschleunigung, sondern auch für Wiedergeburt und das Entstehen einer neuen Welt. Trotz der Dunkelheit wächst nämlich auch die Unterstützung durch das Licht. Die Zahl der Seelen, die von den Engeln dazu berufen werden, den Engeln im spirituellen Krieg beizustehen, ist im Zuge des Quickening, also dem Zeitalter der Beschleunigung, auf fast 900.000 angestiegen. Und AW sagt, die Zahl war vor Jahren deutlich geringer. Der freie Wille ist der entscheidende Faktor in diesem Krieg. Lichtvolle Engel zum Beispiel können Menschen nicht zwingen, das Richtige zu tun, sondern sie können nur versuchen, dafür zu sorgen, dass wir unseren eigenen freien Willen bewahren und richtig bzw. lichtvoll nutzen. Da der freie Wille des Menschen heilig und geschützt ist, können auch gefallene Engel niemanden direkt zwingen, zerstörerische Taten zu begehen. Dafür brauchen sie die Dämonen, also beziehungsweise Derms. Diese beeinflussen direkt durch Suggestion den freien Willen des Menschen und versuchen, diesen gegen ihn zu wenden.
Und dies geschieht so subtil, dass die betroffene Person diese Impulse oft als ihre eigenen Gedanken wahrnimmt und somit ihren freien Willen freiwillig in eine toxische Richtung lenkt. Gehen wir darauf kurz mal näher ein. Wir erinnern uns, Dämonen bzw. Dörms sind das, was eine menschliche Seele nach dem Tod werden kann. Und sie haben keinerlei Mitgefühl für andere oder Tiere und sie haben Gottes Licht komplett abgeschaltet oder ausgeschlossen, könnte man sagen. Heißt, Dämonen waren einst reale Menschen, deren Seelen bereits zu Lebzeiten von Eigenschaften wie extremem Egoismus, Selbstbezogenheit oder Grausamkeit geprägt waren. Dämonen bzw. Dörms üben einen erheblichen Einfluss auf die menschliche Gedankenwelt aus, indem sie Botschaften direkt in das Unterbewusstsein und in das Bewusstsein senden. Und diese Unterscheidung erkläre ich ja gleich noch genauer. Sie füttern dabei gezielt Unsicherheiten, dunkle Wünsche oder böse Absichten, die eine Person bereits latent in sich trägt. Und fälschlicherweise werden diese Gedanken dann als eigene Gedanken wahrgenommen. Es gibt ja verschiedene Derm-Arten, aber insbesondere die Derms of Static, also übersetzt vielleicht sowas wie die Dämonen des statischen Rauschens, die können eine Gedankendauerschleife im Kopf erzeugen. Und dies führt dazu, dass kein Raum für neue konstruktive Impulse bleibt. Bei Menschen mit Abhängigkeiten ist es so, die neigen dazu, eine Ziegelmauer der Leugnung, also Anthony nennt es eine Brick Wall of Denial, aufzubauen. Und das nutzen die Derms ebenfalls aus, um Menschen in destruktiven Mustern gefangen zu halten und wahre Erleuchtung zu verhindern. Wahre spirituelle Erleuchtung ist für sie eine Bedrohung, weshalb sie versuchen, diese durch das Nähren des Egos oder durch falsche Erleuchtung zu korrumpieren. Daher gibt es übrigens so viele spirituelle Lehrer, die von der Dunkelheit an diese Position gesetzt werden und die bewusst spirituelle Irrlehren verbreiten. Da kommen wir nachher im zweiten Teil des Vortrags nochmal drauf. Wenn eine Seele durch Stress oder Trauma erschüttert ist, versuchen die Dämonen, die Position der Seele im Gehirn zu manipulieren, damit der Einstiegspunkt der Seele, der ja normalerweise auf der göttlich geschützten rechten Seite liegt, sich auf die linke Gehirnhälfte dreht und damit leichter dämonische Suggestionen aufnehmen kann. Und physische Blockaden durch Schwermetalle im Gehirn zum Beispiel erleichtern dazu noch diesen Prozess. Das schauen wir uns auch im zweiten Teil genauer an. Ein zentrales Ziel der Derms ist es, Menschen in einen Zustand der Hoffnungslosigkeit zu treiben. Und sie verstärken Gefühle von Versagen, von Schuld und Scham, damit die betroffene Person glaubt, sie sei ein schlechter Mensch oder habe zum Beispiel ihr Leiden selbst verursacht. Dieser Prozess ist eine Form der strategischen Manipulation, die auf der persönlichen Ebene darauf abzielt, den freien Willen zu schwächen und Chaos zu stiften, also die Ziele der Bewusstseinskontrolle verfolgt. Auf der globalen Ebene manipulieren Dämonen einflussreiche Personen wie Puppenspieler, um negative gesellschaftliche Entwicklung voranzutreiben. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten, wenn man sich mit dem aktuellen Weltgeschehen auseinandersetzt. Und das werden wir gleich auch noch einmal tun. Denkt immer dran, dass das bloße Bewusstsein über die Existenz dieser Einflüsse bereits ein mächtiger Schutz ist, da es die Macht der Dämonen schwächt und es ermöglicht, mentale Grenzen zu setzen. An dieser Stelle höre ich oft die Frage, warum macht Gott nichts? Sollte Gott nicht allmächtig sein und seinen Lichtstab schwingen und all das Chaos hier zu einem Ende bringen? Und das höre ich gerade auch von Personen, die sich mit der Agenda der Illuminaten
und der Bewusstseinskontrolle auf allen Ebenen auseinandersetzen. Und ich denke mir dann immer, dass diese Frage ja genau dem Ziel der Bewusstseinskontrolle entspricht. Aber ihr seht, keiner ist im Zweifel gegen die Bewusstseinskontrolle immun. AW lässt uns zu dieser Frage wissen, dass der freie Wille ein heiliges, von Gott gegebenes Recht ist, das jedem Menschen bei seiner Erschaffung verliehen wurde. Es kann nicht durch eine höhere Macht zurückgenommen werden, da Gott universelle Gesetze geschaffen hat, die die Existenz und Unantastbarkeit des freien Willens schützen. Auf der zwischenmenschlichen Ebene, wenn dunkle Energien im Spiel sind, dann macht der freie Wille eben nicht da Halt, wo andere Menschen unterdrückt, gefoltert oder gequält werden, sondern der freie Wille wird gezielt dafür genutzt. Und natürlich ist das in der Regel nicht der freie Wille der Opfer. Das bedeutet, man kann auf dieser Ebene seinen freien Willen für Mord und Folter einsetzen und den freien Willen anderer bewusst unterdrücken oder ignorieren. Es wird dann aber Konsequenzen für die Seele der Täter haben, vom Nichtaufstieg bis hin dazu, dass sie eben Dämonen werden und sie völlig vom göttlichen Licht abgetrennt sind. Im spirituellen Krieg fungiert die Bewusstseinskontrolle als ein zentrales Werkzeug der dunklen Mächte, um den freien Willen der Menschen zu manipulieren und strategisches Chaos auf der Erde zu stiften. Dabei geht es auch um Entfremdung und Abstumpfung. Das führt nämlich dazu, dass wir unser Mitgefühl verlieren, was ja die Grundlage zur Dämonenerzeugung ist. Durch die Erzeugung von permanentem emotionalem Stress, insbesondere auch durch gezielte Verbreitung von negativen Nachrichten in den Medien und die Förderung von destruktiven Gewohnheiten, also wie dem Konsum von Alkohol und Koffein, werden Menschen in einen Zustand der Abstumpfung getrieben. Und dies führt zu einer Seelenaufgabe im Sinne einer Seelenresignation, so nennt Anthony das. Er sagt Soul Resignation, bei der Menschen gegen ihr eigenes besseres Urteilsvermögen handeln und für die Einflüsterung der Dunkelheit empfänglich werden. Weiterhin gilt es, den Menschen permanent zu traumatisieren. Denn wenn die Seele immer wieder aus dem Körper austreten muss, was im Traumafall passiert, dann wird das dazu führen, dass die Verbindung der Seele zum Körper gekappt wird. Sage ich später auch noch mal was dazu. Das lässt uns wie taub fühlen. Und weiterhin macht das unsere Seele schwer und die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir uns auf den dunklen Pfad hier auf der Erde begeben und eben nicht aufsteigen können.